Hallo und herzlich willkommen bei Epic. Heute haben wir für euch von Magpul das M-Bus 3. Obwohl die Kimme und das Korn im Einzelverkauf sind, stellen wir euch heute das Set vor, damit ihr das besser vergleichen könnt und damit ihr wisst, was auf euch zukommt. Das Konzept hinter dem M-Bus 3 ist eine Fusion aus den altbekannten M-Bus 2 und dem M-Bus Pro. Das M-Bus Pro von Magpul hat die Königsklasse unter den Backup Iron Sights dargestellt. Das heißt, wir haben Kimme und Korn aus Stahl gefertigt, sehr massiv, aber dadurch auch relativ schwer. Der große Vorteil war die werkzeuglose Verstellung von Seite und Höhe, im Gegensatz zu den M-Bus 2, wo ich auf jeden Fall für die Verstellung des Korns ein Werkzeug gebraucht habe. Hier ist das jetzt alles zusammengefasst und zwar in einer Polymerform. Also der Rahmen sowohl von Kimme als auch von Korn ist aus diesem Schlagzähn Magpul Polymer, was uns die sehr hohe Verschleißfestigkeit verschafft, aber auch sehr, sehr leichtes Gewicht. Ich fange jetzt einfach mal mit der Kimme an und erkläre euch ein bisschen was zu den Specs davon. Hier im zusammengeklappten Zustand ist die Kimme 13,9 mm hoch, an der Verschraubung, das ist der breiteste Punkt, 35 mm breit und 61,5 mm lang. Die gesamte Kimmeneinheit wiegt nur 30 Gramm, also vernachlässigbar fast. Die Seitenverstellung funktioniert werkzeuglos und ich kann es hier über diesen Frontdrücker aufklappen und dann die Seitenverstellung einfach schön klickgerastet vornehmen. Was weiterhin eine tolle Sache ist, dass das Diopter, Aperture nennen das die Amis, über zwei unterschiedliche Größen verfügt. Die Rückseite ist gerillt, so dass ich keine Lichtreflexionen habe und die kleinere Öffnung ist perfekt für den präzisen Schuss. Aber wenn jetzt zum Beispiel schlechte Lichtverhältnisse sind oder ich im Nahbereich schießen möchte, kann ich das einfach auf die andere Seite schwenken und habe dann eine große Öffnung, durch die ich wunderbar durchschauen kann und sehr schnell mein Ziel auffassen kann. Dann kommen wir zum Korn. Das Korn ist 11,9 mm hoch zusammengeklappt, 35 mm breit an der Verschraubung, 55,5 mm lang und wiegt nur 25 Gramm. Auch das Korn kann ich jetzt hier über einen Druckknopf ausklappen und das Feine dran ist, ich kann die Höhe werkzeuglos über diese Walze verstellen. Das geht noch ein bisschen streng, ich habe noch nicht wirklich viel gespielt damit, aber das ist werkzeuglos möglich und funktioniert tadellos. Die Kimme hat zwei verschiedene große Öffnungen und das Gewitzte am Korn ist, dass ich hier einen rechteckigen und keinen quadratischen Querschnitt des Korns habe. Also wenn ich jetzt oben drauf gucke. Das heißt, ich kann das ganz nach oben schrauben, dann tritt der Stift aus. Den kann ich um 90 Grad drehen, dann habe ich ein breites Korn. Wenn ich sage, ich will einfach eine schnelle Zielauffassung haben und will das Korn stark sehen oder für den präzisen Schuss, was ganz toll funktioniert mit der kleinen Kimmenöffnung, dass ich die schmale Seite dann vom Korn benutze und kann sehr präzise auch auf weitere Distanzen schießen. Hier handelt es sich jetzt um eine Wettkampfwaffe von mir, das ist eine Hera US 200 und die verwende ich beim Reservistenverband für die 3 Stellungsdisziplinen. Das heißt, wir schießen da 100 Meter auf einen 50 mm 10er und da ist die schmale Korneinstellung und das kleine Loch bei der Kimmeneinstellung ideal. Gerade auch, wenn ich zum Beispiel das wirklich als Backup-Sights benutzen möchte und habe jetzt hier ein Aimpoint montiert zum Beispiel, dann habe ich die Standardhöhe von Kimme und Korn und kann jetzt hier, so wie in diesem Falle, Full Co-Wetness schießen, also wenn meine Batterie ausfällt oder sonst irgendwas ist. Ich kann natürlich auch einfach das Aimpoint runterreißen und dann meine Disziplin schießen, je nachdem wie es sportlich genutzt wird. Die Magpul M-Bus Sights und vor allem jetzt die M-Bus 3 bekommt ihr bei Recon Company, den Link findet ihr unten eingeblendet, und zwar in den Farben Black, FDE und OD Green. Was sagt ihr dazu? Benutzt ihr auch Backup-Sights auf euren Waffen oder sagt ihr, ist überflüssiger Schnickschnack? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Und wie immer, wenn es euch gefallen hat, Like, Abo und Glocke. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sind raus.
Ciao.